Willkommen aus Detroit. Erstellt von Brandon Villarolo, Nathan Hostetler, Marissa Pitzley und Dan Morris. In 1701, der französische Militär hat gekommen zu Michigan. Ein französischer Militäroffizier, Antoine de la Motte Cadillac, hat Detroit gegründet, aber erst Fort Pontchartrain benannt worden. Ein Krieg zwischen den Briten und den Französischen im 1763 abschließen und der Britische hat Detroit gewonnen. Der Britische hat ausgeschlossen Detroit bis zum Ende auf der amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, dann der britische Militär hat alle Irland zu den Amerikanern gegeben hatte, und so Detroit würde eine amerikanische Stadt werden. Nachher, Detroit ist am besten bekannt für die Autoindustrie. Es ist oft der Motor City gekannt, weil Henry Ford hat den Model T gebaut, und das war das erste Auto auf einem Fließband gebaut. So war Carl Benz hat die erste Auto gebaut, Henry Ford hat die Fließbahn gemacht, was so billigeren Autos in den USA gemacht. Die Model T war erst im 1908 gebaut und war mit großer Feier gesehen. Der Mittelschicht hat für die erste Zeit ein Auto und der Welt würde für viele Menschen kleiner werden. Damals, der Preis auf die Model T war 850 amerikanische Dollar, und es ist oft gesagt, dass der Popularität auf die Auto hat von hier begonnen. Nahe, Detroit ist die Heimat für viele Autounternehmen, und weil wirtschaftliche Probleme hat betroffen sind, die Autoindustrie läuft weiter. Griechische Stadt. Detroit hat eine griechische Stadt. Es ist ein historischer Nachbarschaft von Detroit, befunden sich Nordosten von Detroit im Stadtzentrum. Es gibt ein Casino, griechische Restaurants und griechische Kirchen. Detroit Music Scene. Detroit hat eine große Musikszene. Musik ist ein sehr wichtiger Aspekt von Detroit, das Nachtleben. In 1960 Motown wurde geschaffen. Detroit hat viele Feiern. Die Detroit elektronische Musikfeiern und die Detroit International Jazzfeiern sind sehr groß. Der Detroit International Jazzfeiern ist in Detroit jedes Jahr am Tag der Arbeitenwochenende. Es ist der größte Jazzfeiern in Nordamerika. Der Detroit Elektronische Musikfeiern ist ein elektronischer Musikfeiern in Detroit am Volksfrauentag Wochenende. Es hat in 2000 begonnen. Detroit Sport. Detroit hat vier berufliche Sportsmannschaften: Baseball, Fußball, Basketball und Eishockey. Die Baseballmannschaften von Detroit, dem Detroit Tigers, spielt am Comerica Park. Die Detroit Tigers waren gegründet in 1894. Die Detroit Löwen sind die berufliche Fußballmannschaften von Detroit. Sie spielen an Ford Field in Detroit im Stadtzentrum. Die Mannschaft wurde 1929 eingerichtet. Die Detroit Colbins sind die berufliche Basketballmannschaften von Detroit. Die Detroit Colbins spielen am Palace of Auburn Hills in Auburn Hills, Michigan. Die Colbins wurde in Detroit um 1957 gegründet. Sie haben 5 Meisterschaften gewonnen. Die Detroit Red Wings sind die berufliche Hockeymannschaft von Detroit. Sie sind einer von den Original 6 Hockeymannschaften NHL. Sie spielen am Joe Louis Arena in Detroit im Stadtzentrum. Sie haben 11 Stanley-Tasse Meisterschaften gewonnen. Sie haben die meisten Stanley-Tasse Meisterschaften NHL gewonnen. Hier sind einige Sehenswürdigkeiten von Detroit. The Fist Memorial. The Fist ist eine Skulptur über 7 Meter steht. Die Skulptur ehrt Heavyweight Champion Joe Louis, the Brown Bomber. Die Skulptur wiegt ungefähr 8000 amerikanische Pound und ist in Detroits Innenstadt. Fox Theater, konstruiert im 1928. Die Fox Theater ist ein populäres Kulturhaus. Das Gebäude wurde
errichtet William Fox eine Mischung des asiatischen Architekten wurde im Aufbau benutzt. Das Theater hat 3 unterschiedliche Sitzplätze und hat über 5000 Sitzen. Bedeutende Darsteller wie Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., David Copperfield, Donny Osmond und Liza Minnelli haben hier durchgeführt. Fox Theater ist Detroits Spitzenplatz für Broadway Theater. Im 1988 der Bauherr Mike und Marian Ilitch restauriert Fox Theater für $12 Millionen. Innerhalb des Theaters ist ihre Firma Hauptsitz. Ein Jahr später die Fox Theater war National Historic Landmark gedruckt. Detroit Riverfront Walk. The Riverfront Walk ist 5,5 Meilen lang. Man kann das Wasser und die Stadt sehen beim Gehen. Es kann ein sehr romantischer Platz sein. Leute kommen zu gehen oder zu fischen. Über dem Wasser kann die Stadt von Windsor, Kanada, gesehen werden. Grand Circus Park. Grand Circus Park ist bei vielen populären Halteplätzen. Die Detroit Opera House und die Baseballstadion Comerica Park sind neben Grand Circus Park. Der Park hat viele Statuen und Brunnen, damit Leute sehen. Eine dieser Statuen ist in der Widmung für Thomas Edison. Seit über 1970 Detroit ist langsam verschlechtert. Im Jahr 1950 Detroit war die viertgrößte Stadt in den USA rangiert. Im Jahr 2010 es war die 11. größte Stadt rangiert. Es ist von über 1 Million Einwohner bis 910.000 gefallen. Viele Menschen haben Detroit verlassen, die haben viele Gebäude hinterlassen. Nachbarschaften sind fast vollständig aufgegeben worden. Schulen und andere Staatsgebäude haben auch aufgegeben worden. Das Packard-Werk in Detroit ist ein gutes Beispiel auf Degradierung. Packard-Autos waren ein Symbol auf Luxus, die waren eine schönsten Autos, wenn sie existiert. Die Schließung der Werk am Jahr 1958 war eines der ersten Anzeichen für die Zukunftsfall von Detroit. Der Werk existiert heute als Symbol für die verlorenen Größe der amerikanischen Autoindustrie. Ein anderes Symbol auf verlorenen Größe von Detroit ist das Michigan Central Station. Es war der Hauptbahnhof von Detroit für viele Jahre, aber die wichtigste Industrie von Detroit hat die Bahnsystem nahezu eliminiert. Es hat von 1913 bis 1988 betrieben. Der Michigan Central Station hat schnell verfallen und ist nicht mehr als ein Spielplatz für Abenteuer. Viele Finger zeigen in viele Richtungen, wenn ein Mann fragt, warum hat Detroit Rückgang so viel? Ein paar Gedanken existieren. Rassismus und Rassenunruhen der 1960er sind, wo viele Punkte wie die großen Wendepunkt in Detroit. Viele Rassismus war in Detroit existieren. Afroamerikaner wurden in den ärmsten Zustand. Afroamerikaner Frustrationen aufgebaut und wurde in der Rassenunruhen von Detroit den kamen. Die Krawähler haben viele Angst der Mittelschicht und Oberschicht aufgewirbelt, die meist weiß war. Im Jahr 1974 wurde Coleman Young Bürgermeister von Detroit gewählt. Einige Menschen geben Schuld der Degradierung von Detroit, denn schien mit Rache über die Politik besessen werden. Viele sehen nach Hoffnung für Detroit. Dinge wie Elektroautos und alternative Energien wirken wie ein Ausweg für Detroit in der Zukunft, sondern nur die Zukunft wird siegen.